Noch 30 Sekunden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann wäre auch ich tot gewesen. Es sind dramatische Momente, wo er und seine Crew genau am 27. August vom letzten Jahr am Abend um 10 vor 8 Uhr im Atlantik erlebt haben. Ich freue mich sehr schön, da reden wir darüber mit dem Skipper von der gekenterten Wikinger-Schiff Nado Dur, der Andi Vize. Willkommen hier bei uns im Studio, Andi. Danke, dass ich da sein. Ja, schön bist du da. Über das reden wir. Es hat auch ein Todesopfer gegeben, über das reden wir noch im Detail. Vielleicht eins vorweg, das haben wir vorher besprochen. Es ist alles geklärt, auch polizeilich. Es hat nicht einmal eine Untersuchung gegeben, glaube eine Voruntersuchung. Also von dort ist alles, es war ein Unfall gewesen. Anders kann man es nicht sagen. Ja. Eine Expedition von den Färöerinseln auf Norwegen, die so dramatisch geendet hat. Es ist knapp 5 Monate her. Darum einfach mal die erste Frage, Andi, wie geht es dir heute? Wenn man in diesem Kontext von gut reden kann, mir geht es gut. Ich durfte es verarbeiten, hat etwas mit Family zu tun, die ich habe, mit meiner Partnerin, mit meinen Kindern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn du so etwas erlebst, dass du einfach auch weißt, wohin du gehörst. Und ich glaube, als Bündner weiß man auch, dass Berge sind so eine feste Natur und ich glaube, das hilft mir dann auch, das zu verarbeiten. Das war ein Naturereignis und ich bin immer aufgewachsen in der Natur und ich glaube, das hilft einem, wenn man so ein bisschen den Charakter im Leben hat. Du bist ein erfahrener Windsegler, oder? Über 20 Jahre, x Expeditionen gemacht, oder? Und dann hört man von einer Expedition, ein Wikingerschiff. Das ist nicht ein normaler Segeltörn. Wir sehen es noch, wir haben einen Film dabei. Dann. Wie bist du auf das gekommen? Ja, manchmal muss man ein bisschen, wenn man durchs Leben läuft, ein bisschen sehen, wenn etwas auf einem zukommt, was könnte interessant sein. Sagen wir es mal so. Und viele würden wahrscheinlich an so Sachen vorbeilaufen und ich denke immer, was ist das? Und genau so war es. Also, irgendjemand hat mir so einen Anker quasi geworfen und ich habe gemerkt, das ist einer. Und bin dann in dem Färöer auf die Geschichte von der alten Nadador, das ist ein Wikinger-Replikaboot. Also nachgebaut so quasi, originalgetreu. Aufmerksam worden. Und das hat mich einfach fasziniert. Und ich glaube, die anderen hat es fasziniert. Also die Färöer-Leute hat es fasziniert, wenn ich daraus angefangen habe, eine Geschichte zu erzählen. Ja, wie die Wikinger gesegelt sind, ist gleich ein bisschen anders gewesen, als wie es du gemacht hast. Du hast jetzt so 2 Sachen mitgebracht. Erzähl mal, was der Unterschied ist. Ja, also das ist 1300 Jahre her. Also ja. Das war 700, 800, also im 8. Jahrhundert wo die so bis auf Amerika über, also lang vor dem Kolumbus. Kolumbus hat es noch nicht erben quasi, dass er es entdeckt hat. Das war natürlich nicht so gewesen. Die sind tatsächlich mit so prismenförmigen Stein, Kristallstein, haben die versucht, herauszufinden, wo die Sonne ist mit schlechtem Wetter. Bei gutem Wetter haben die gewusst, wo die Sonne ist und wie sie navigieren müssen. Aber ganz, ganz primitiv. Übrigens, man weiß heute noch nicht so richtig, wie die das gemacht haben. Es ist übertragen einfach aus Ausgrabungen, dass es so Stein sein muss. Ja, und dann haben wir viel später haben wir so die Sextanten, das große Konstrukt, das sogar genaue Uhren schon gebraucht hat. Heute sind wir vielleicht in die gleiche Grössenordnung gekommen. Also das ist das Gerät, das übrigens der Notfallalarm ausgelöst hat jetzt bei uns. Ist das, was du dabei hast? Das ist das Gerät, ja. Genau. Das ist das Gerät, ja. Und dann hast du gesagt, ich mache das, du musst es dementsprechend noch vorbereiten, oder? Das Team zusammenstellen, ja. Das ist ganz wichtig. Wie bist du vorgegangen? Ja, bevor man das Team zusammenstellt, muss man im Kopf eine Geschichte haben. Wer kann sich vorstellen, wenn wir sagen, ja, wir nehmen ein Velo und gehen von Chur auf Poschiavo runter. Dann interessiert das wenig. Aber wenn ich sage, ich mache das für einen guten Zweck oder will ich etwas nachmachen, was es vielleicht vor 200 Jahren gegeben hat, ich nehme genau den Septemberpass und nicht den Julier oder was auch immer, dann entsteht eine Geschichte daraus. Und deine Geschichte war welche? Meine Geschichte war, dass vor 1300 Jahren das Wikinger gemacht haben. Und wir eigentlich viele Kompetenzen, Fähigkeiten verloren haben. Und ich möchte eigentlich das nachmachen, was sie gemacht haben, aber vor allem auch mit Jugendlichen. Wir haben dort in den
Färöerinseln. Das ist schon wirklich ganz wenig Leute leben dort, 50'000 Leute. Und ich möchte den Jugendlichen dort erzählen, was es heisst, Abenteurer zu sein. Etwas gesehen hinter dem Horizont. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben auf der südlichen Färöerinseln alle Jugendlichen zusammengeholt. An einem Ort sind 550 Jugendliche. Und wir haben ihnen die Geschichte erzählt, was es eigentlich heisst, nicht nur vor dem Handy zu sein, sondern an den Horizont zu schauen und über den Horizont etwas können vielleicht erwarten und vielleicht also im Kopf etwas skizzieren, was dort könnte sein. Und das ist unser Anliegen und das war die Story. Mhm. Und dann ist es losgegangen, oder? Und wie das so abgelaufen ist, ein vorbereitetes Antönt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sandra Blaser, sie war auch dabei gewesen, als Fotografin, hat den Turn überlebt und sie hat eindrückliches Material produziert. Es gibt auch einen Dokumentarfilm später, mal, hat sie gesagt. Und sie hat heute Morgen noch kurzfristig vor der Sendung ein bisschen Material geschickt und das schauen wir uns kurz an. Eindrückliche Bilder. Er hat recht geschaukelt, auch ohne Sturm. Man sieht da das Volksfest, das war, wo wir losgegangen sind. Was für Erinnerungen kommen auf, wenn du das jetzt siehst? In erster Linie auf dem Video sieht man ja Carla, die 29-Jährige, die gestorben ist. Also in erster Linie geht das ganz tief ins Herz hinein. Und sonst ist es für mich einfach die 22. Expedition, wo das erste Mal so alles zusammengekommen ist, dass es eine richtig gute Geschichte ist. Eine ganz vielfältige. Da sind Leute vor Ort, die mitgefiebert haben. Da war der Bertrand Piccard, der online dazugekommen ist. Da ist so viel zusammengekommen, wo einfach ein unglaublich guter Spirit. Eine gute Crew. Übrigens mein Neffe, der hier in Chur wohnt, der Martin, war dabei. Also, es war einfach eine gute Crew, ein gutes Umfeld. Es hat alles gestimmt und das sieht man jetzt auch auf den Bildern wieder. Auch mit einem tragischen Ende, absolut. Und das werde ich nie wählen und sollen ausblenden. Da reden wir noch drüber, aber ein feines Essen haben wir gesehen. Was war das genau? Kann man das überhaupt essen? Ja, es war unglaublich schwierig zum Kochen. Also, wir hatten 3 Konzepte. Das eine ist Expeditionsessen, wo du quasi warmes Wasser reinlässt und dann ein bisschen reinlässt und dann hast du so wie etwas wie Pasta oder so. Das schmeckt tatsächlich und auch ist haptisch so, aber ist natürlich nie so gut. Dann haben wir trocken Essen von Färöinseln, also das sind trocken Wal und Fisch und also alles, was sie halt aus dem Meer rausnehmen dort. Und das Letzte ist so ganz typisch Energieriegel, oder? Also wenn es dann halt wirklich stürmt, um es ganz einfach zu machen. Also die letzten 24 Stunden haben wir nicht mehr können, mit warmem Wasser machen, oder ist dann gefährlich geworden. Und er hat seine Rolle dort, oder? Das ist ja nicht einfach nur ein Segler so quasi, sondern die Rollen sind aufgeteilt worden. Ist das richtig? Ja, viele meinen ja, wenn man so etwas macht, das müssen doch alles Segler sein. Und ich sage, das ist das Gefährlichste. Nebst dem, dass am wenigsten wahrscheinlich erlebst, oder? Weil das sind alle konform, alle sind gleich. Und da kommt so eine Art wie ein schlechter Wettbewerb untereinander auf. Das ist gefährlich. Man geht dann schnell über Grenzen von dem, was man eigentlich selber kann, weil man so im Wettbewerb ist. Nein, wir sind 2 die wirklich segeln können, wo auch im Notfall der oder der andere hätte komplett Verantwortung übernehmen. Und dann gibt es Leute, die können Geschichte erzählen,
Da gibt es derartig, die können für die Sicherheit sorgen und können alles reparieren. Da gibt es derartig, die können vielleicht dann fotografieren und Drohnen fliegen in diesen Umständen. Also es braucht, man sagt heute so Diversity, also es braucht ganz bewusst eine breite Palette, sonst gibt es keine vernünftige Geschichte daraus. Sonst sind das 5 Nerds, die irgendetwas machen. Und das finde ich ist nicht gefährlich, finde ich es auch nicht interessant. Du hast vorhin das war optimal, es ist ja auch optimal losgegangen. Die ersten 2 Tage ist alles ohne grosse Zwischenfälle vonstatten gegangen. Und dann ist es losgegangen, glaube ich, in der 3. Nacht, wo es angefangen hat, das Wetter ein bisschen rauer zu werden. Ist nicht außergewöhnlich, muss man sagen, in dem Gewässer. Was ist da passiert? Ja, man hat gewusst, da kommt noch eine Schlechtwetterfront rein und das war auch nicht unerheblich. Dass sie hingegen doppelt so stark wird und dass sie schneller kommt, als es angekündigt ist und dass der Wind mehr dreht, als angekündigt. Das ist dann halt doch nicht nur überraschend gewesen, sondern bis zum letzten Moment, also quasi wie wenn ich jetzt raus da schauen in Chur und würde sagen, da steht doch schön und draussen wird es regnen. Also bis zum letzten Moment ist der Bericht, der Prognose falsch gegenüber der Realität und zwar fast doppelt so stark. Heute sagen die Meteorologen zu dem, das ist ein klassischer Effekt, jetzt, dass wir immer weniger Daten haben, weil das Wetter schneller verändert wegen der Klimaveränderung. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ich merke immer mehr, wenn ich draußen bin auf dem Meer, dass man schlechtere Prognosen hat. Das ist so. Du hast alles vorbereitet, das habe ich nachgelesen. Und zwar, du hast die Crew vorbereitet, die haben Überlebenswesten oder Lebensanzüge angelegt, sollen etwas Warmes essen, die Masten richtig stellen. Also du bist richtig vorbereitet. Ja. Hat es nie einen Moment gegeben, oder haben wir es im Vorhinein noch einmal besprochen, wenn es einen Moment auftaucht, dass man sagt, vielleicht irgendwie, man hört auf, oder ist das überhaupt gar nicht möglich? Oder? Ja, das mit dem Aufhören ist tatsächlich nicht möglich, einfach so. Also nicht, Schlüssel drehen und sagen, so, jetzt machen wir nicht weiter. Man muss ja wie irgendeinen Plan haben, wie man das könnte beenden. Das ist aber nicht so einfach. Also man kann nicht ein anderes Schiff nebendran nehmen und sagen, jetzt gehen wir rüber. Das könnte dann schnell in einem Totaldesaster enden, wo dann tödlich wäre. Darum gibt es nicht, man muss sich einfach gut vorbereiten. Also man muss es vermeiden in erster Linie natürlich, in allererster Linie. Dann halt auch am Land schon durchsprechen, was heisst das. Also wir können ja in die Phase kommen und wie sind wir vorbereitet, welche Sachen haben wir auf dem Boot, wie tun wir das einsetzen. Ja, und das war tatsächlich dann ziemlich genau 24 Stunden, bevor es dann wirklich passiert ist, sind wir dann in die Überlebensanzüge, haben das Boot angefangen vorbereiten, haben gegessen. Und es hat auch geluftet dort und du, oder? Das ist alles. Ja. Und dann habe ich gelesen, ist das gerade wieder vorbei gewesen? Nein. Hast du quasi ein bisschen durchgeschnauft? So, wir haben einfach gesagt, wir wollen vor der Nacht alles parat haben. Und dann ist die Nacht dann relativ noch ruhig gewesen. Und dann am Morgen hat es dann so richtig angefangen, den Wind einsetzen und dann ist es dann losgegangen. Das etwa gut 12 Stunden ist dann wirklich Sturm gekommen. Schritt für Schritt mehr. Und dann die Monsterwellen, oder? Das hast du bezeichnet, oder? Das ist irgendwie, wie ist das gesehen? Ist das einfach, du hast gesehen, jetzt kommt da irgendwie... Ja, es ist ja nicht so... Also, du musst dir vorstellen, du kommst Schritt für Schritt rein und du denkst, irgendwie ist das noch möglich, noch schlimmer. Und es ist wirklich noch schlimmer und noch stärker, der Wind. Also der Wind ist stark und die Wellen sind hoch. Also, angekündigt war 4 Meter und mit so 8 Meter Wellen um uns herum. Vielleicht war es sogar zum Teil mehr, schwierig. Das ist sowieso schwierig zu messen. Aber, und wir hatten tatsächlich das Gefühl gehabt, wir hatten nie irgendeinen Moment gehabt, wo es uns fast gekippt hätte oder wo gefährlich gewesen wäre. Bis auf die einzige Welle, die uns einfach genommen hat, und zwar von hinten. Ja. Also die ist von hinten ganz hoch entstanden. Der Fachbegriff für die Welle heisst Freakwave. Also das ist eine Welle, die man nicht erwarten kann, die energetisch einfach so hoch ist, dass sie entsteht so hoch, dass man einfach nicht ausweichen kann. Und die ist hinter uns entstanden. Ja. Und dann hat sie aus dem Boot rausgetatscht, das Boot hat umgekehrt. Ihr seid angemacht im Boot. Ja.
Es ist eine Überlebensinsel, die dort automatisch frei gemacht wird, habe ich gehört. Und dann bist du dort in dem Boot, hast du irgendwie festgehabt. Was machst du dort? Hast du einfach durchzählen? Sind alle da, leben alle noch, sind alle vorhanden? Ja, genau. Also, zuerst ist es selber losgekommen. Also, wie du sagst, wir waren angemacht im Boot und sind unten drin gewesen. Alle von uns waren unten drin und mussten sich lösen. Und sind dann rausgekommen, unter dem Boot rausgekommen, bis auf die eine Carla, die wahrscheinlich bei dem Überschlag, den wir hatten, also es war ein kompletter Salto vom Schiff, wahrscheinlich irgendwo angeschlagen ist. Du hast gesehen, die Füße, die aus dem Wasser gekommen sind. Ja. Und dann hast du versucht zu retten, oder? Ja, wir haben jetzt das Dritte haben wir uns auf Carla konzentriert, dass wir sie rausbringen. Das haben wir dann auch geschafft. Aber da war nichts mehr zu machen. Wir haben sie dann auch beatmet noch, in dem Sturm drin. Aber wir mussten feststellen, dass ich selber mich retten muss und zugunsten der Crew mit den Materialien, die wir hatten. Du musst noch alarmieren und so weiter, oder? Ja, genau. Und das sind die 30 Sekunden, die dann halt über Leben und Tod entscheiden. Ist das ja eine unglaubliche Entscheidung, die man da trifft, oder? Hast du gewusst, sie ist tot, oder hast du gesehen, dass... Optisch ja. Ja, leider ja. Ich bin nicht Experte, aber das war ja so unverfehlbar aus meiner Meinung und ist nachher auch bestätigt worden, zum Glück. Aber definitiv die schwierigste Entscheidung war, um sie quasi zurückzulassen. Es hat mir ein bisschen geholfen, dass mein Crew-Kollege gesagt hat, bind sie an. Und das war für mich wieder Ausweg aus dieser Situation. Ich bin, glaube ich, selten blockiert als Skipper, aber dort bin ich wirklich vielleicht eine Minute, 2 total blockiert gewesen. Und sie nicht loslassen. Haben sie gehabt und beatmet, bis er gesagt hat, es war ja offensichtlich, dass ich nichts mehr machen kann, aber trotzdem bin ich blockiert gewesen. Und er hat gesagt, bind sie an, dann geht sie nicht verloren. Das war für mich der Ausweg zum das Material, Notfallmaterial noch nehmen und dann auch auf die Rettungsinsel gehen. Ja. Wo auch langsam davon geschwommen ist. Also ja, die war leider schon ein bisschen weiter weg und ich musste dann dort hinkommen. Aber das ist wirklich auch im letzten Moment hat das noch geklappt. Ja. Ja. Und man konnte das Boot bergen mit der Garlenau. Ja. Ja. Und dann sind wir gerettet worden. Ja, dann sind wir mit eine ziemlich grosse Aktion sind wir dann mit Helikopter geborgen worden. Ja. Ja. Was macht das mit einem? Die große Frage, oder? Das ist im ersten Moment ein Schock wahrscheinlich. Was habt ihr gemacht nachher auch als Team? Ich meine, das ist ja ein unglaubliches Erlebnis, das da man sich verarbeiten muss. Ja. Man geht in Phasen durch, wo man gar nicht erwartet, zum einen. Und zum anderen hat es so wie Wellen, die durchgehen. Am Anfang sind die Wellen, können alle Minuten kommen, emotionelle Wellen oder was auch immer. Am Anfang ist es wirklich der totale Schock. Man denkt so, man hat alles gemacht und da fühlt man sich auch massiv schuldig als Skipper, das ist keine Frage. Und dann kommt so die Tragik rein. Man muss dann selber auch mit den Angehörigen habe ich Kontakt aufgenommen, habe ich auch wählen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit denen, bis auf den heutigen Tag. Sie war eine Wikinger-Forscherin, oder? Ja. Und sie hat auch, du hast gesagt im Film vorher, sie war die, die noch so lustig die Zunge rausgestreckt hat. Ja. Sie war ja unglaublich glücklich. Ja. Und gleichwohl, und das ist eine Geschichte, die mich unglaublich berührt hat, die Schwester von ihr hat ihr noch ein Armbändchen mitgegeben, wo drauf steht «Don't die». Don't die, ja. Das war eine Vorahnung, ein bisschen. Ich weiß nicht. Also, ja, es ist eine wahnsinnige Situation. Also, wir haben alle gewusst, wir gehen in ein Risiko. Niemand von uns hat das Risiko aufs Leben gemacht. Also, wir sind wirklich davon ausgegangen. So gut vorbereitet. Wir sind ein Jahr lang vorbereitet, dass wir das im Griff haben. Dass wir gerade hier Flip-Over machen, das muss man nicht erwarten. Es ist, glaube ich, ein glücklichster Moment von ihrem Leben gestorben. Es ist nicht an mir, um das zu beurteilen, aber das ist so ein bisschen unsere Konklusion vom Team. Und du hast gefragt, was das Team noch gemacht hat. Wir waren 3 Tage noch zusammen mit Care-Team. Und ich glaube, das war die wichtigsten 3 Tage, um das gut
gut auch zu verarbeiten und können weiterzuschauen. Und können noch von dort aus, noch aus dieser Position, dann heimgehen und mit der Familie den nächsten Schritt machen. Mhm. Ja. Und ja, das ist Schritt für Schritt. Also zuerst ist eben die Schuld und so ein bisschen Schock und dann ist Tragik. Aber dann ist etwas passiert, was ich nicht erwartet habe. Und das ist das, was ich immer mehr gemerkt habe. Das Eigentliche, was da passiert ist, ist ja noch das Glück, dass wir überlebt haben. 5 haben überlebt. Und wenn man mit Experten da draussen redet, die unabhängig von mir sind, die sagen, das ist ein Wunder. Also das können sie nicht verstehen, dass man aus einem ausgewachsenen Hurricane, aus einem Wikingerboot rauskommen und ungeschadet ist. Das ist einfach Glück. Vorbereitung ja, aber am Schluss, also es ist wirklich, dass sie einfach nichts an den Kopf bekommen haben und die anderen 4 auch nicht. Das ist dann am Schluss doch Glück. Ja. Glück. Und dann kommt die Frage aller Fragen, die irgendwann einmal kommen muss. Oder? Ich meine, du bist ja immer ein extremer Typ gewesen. Das weiss man, du hast vieles gemacht. Du hast viele Expeditionen gemacht, du hast es immer ein bisschen gesucht. Warum macht man so etwas? Ja, also da kommen wir jetzt wirklich auf die Ebene, die ich liebe. Oder? Weil da geht es jetzt darum, warum leben wir eigentlich? Oder? Also wir können uns natürlich sagen, ich komme jeden Morgen arbeiten oder ich habe einen Club, wo wir Schach spielen. Und dann frage ich mich, was erwarten wir eigentlich vom Leben? Und ich finde einfach, jeder ist ja so ein kleiner Expeditionsmensch. Jeder will eigentlich wissen, was man sonst noch machen könnte. Und das kann ja ganz klein sein, indem sie sagen, ich will eigentlich meinen Nachbarn kennenlernen, den ich bis jetzt nie gesehen habe. Und eigentlich Angst haben schon fast, weil nach 10 Jahren fragst du nicht mehr. Oder? Und vielleicht ist das meine Expedition, zum Nachbarn gehen. Und was könnte jetzt passieren? Aber wir leben vielmal in so Standardsituationen. Was erwarten wir jetzt? Nicht gegen Schach zum Beispiel, wirklich nicht. Aber was erwarten wir, wenn ich in einen Schachverein gehe, in 5 Jahren? Wahrscheinlich, dass sie Schach spielen. Das kann man jetzt noch ein bisschen mehr advanced machen, also mehr verbessern und noch irgendwie eine Goldmedaille holen, aber am Schluss spiele ich Schach. Aber die Frage ist, was erwarte ich denn vom Leben? Also ist das in dieser Konformität drin oder gehe ich weiter raus? Und ich denke, wenn wir das verlieren, das Feuer, um etwas Neues zu entdecken da draussen, ich glaube, dann verlieren wir ein bisschen uns selber, glaube ich, als Menschen. Und ich habe das Feuer, ich will rausgehen. Es muss übrigens nicht immer extremer sein, sondern vielleicht anders sein. Also ich muss aufpassen, dass ich will ja nicht immer extremere Sachen machen. Und sagen, oh, was ist jetzt der nächste Schritt? Noch extrem. Nein. Mir geht es darum, dass es sinnvoll ist und dass ich etwas entdecke, wo andere vielleicht Nein gesagt haben. Und es mit dir etwas macht, oder? Ja, genau. Das ist wichtig, sogar. oder? Ja, muss wenn man sich auch weiterentwickelt im Leben, oder? Hast du eine neue Expedition im Auge? Oder hast du jetzt mal gesagt, vorläufig lasse ich sein? Oder willst du noch mal aufs Meer? Ja. Also ich tue mich nicht verleugnen. Ja, im 25 nicht. Es ist für mich auch eine Frage vom Risiko. Ich will die gut verarbeiten können, das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es ist ein Teil von meinem Leben geworden. Normalerweise als Skipper sagst du kommst immer mit allen zurück. Und ich kann jetzt das nicht mehr sagen. Also ich muss das auch für mich können einordnen und machen. Sonst werde ich ein gefährlicher Skipper werden irgendwann. Das will ich nicht. Ja, ich habe meine Ideen, sagen wir es so. Und die Liste für ein paar heisst die Bucket List, oder? Und für mich heisst die Sleeping Beauties. Also, und die erzähle ich nicht. Nein. Irgendeines Tages kommen sie zum Vorschein. Ja, genau. Wir sind fast am Schluss. Noch eine Geschichte. Ich bin morgen das Gespräch noch ein bisschen vorbereitet. Bin ich aus dem Haus gegangen, ins Auto eingestiegen, Radio eingestellt, kommt Robbie Williams. I love my life. Und ich dachte, okay. Meine letzte Frage an dich. Wie liebst du dein Leben heute? Auf eine andere Art, nach dem Ereignis? Intensiver und direkter. 2 Wochen nach dem Vorfall bin ich in einen Anlass gegangen, in Zürich. Und dann hat es nicht wirklich ein gutes Mittagessen gegeben.
Meine Frau war neben mir und dann habe ich ausgerufen. Einfach direkt, weil das Leben ist kurz, so ungefähr. Und dann sagt sie, hey Andi, vielleicht müsste ich dir ein bisschen zurückgeben. Da merke ich dann, dass ich ein bisschen ungeduldiger geworden bin. Und auf Englisch don't bullshit around me oder so. Also, hey, ich will das echte Leben spüren, ich will die Fürsche gehen, ich will nicht stehen bleiben. Und wenn mir jemand sagt, das geht nicht, dann interessiert es mich erst recht. Er hat aber nicht nur mit dem zu tun, sondern auch sonst in meinem Leben. Ich hatte Krebs, Hautkrebs, und das hat mich stark dazu gezwungen, auch über mein Leben nachzudenken und nachher auch sagen, ja gut, also mein Leben hat nur noch ist begrenzt, oder? Begrenzt sowieso, aber ich will es irgendwie intensiv und auch zweckorientiert machen. Und ich will nicht einfach sagen, jetzt sind noch mal 5 Jahre vorbeigegangen und weshalb. Also, so ein bisschen der Anspruch an mein Leben, der hat sich erhöht. Ja. Danke vielmals für den Besuch am Studio. Andi Fitze, ich wünsche dir alles Gute. Und, bin immer gerne zurück im Bündnerland. Ja, das freut uns sehr. Hoffentlich immer wieder. Danke vielmals, Andi Fitze. Das war für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Morgen, wie gewohnt, an dieser Stelle geht es weiter mit Rondo. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und macht es gut.